Hallo, herzlich willkommen hier bei mir auf dem Remushof. Ich bin Steffi und ja, wohne auf einem alten Bahnhof, was kein Bahnhof mehr ist. Und zeige euch das jetzt mal. Jetzt zeige ich euch meine Küche und das war auch schon immer meine Küche, aber mein Lieblingsort ist hier. Ganz besonders mag ich dieses Fenster und diesen Sitzplatz hier, den ich mir hier so gestaltet habe. Und hier fängt eigentlich immer der Morgen an mit einer Tasse Kaffee und diesem ganz, ganz tollen Ausblick in die Natur. Das liebe ich. Ich bin auch sehr, sehr, sehr viel draußen in der Natur wandern und dann ja, sammle ich natürlich alles, was mir so vor die Füße kommt. Das ist für mich sehr, sehr beruhigend. Ja, genau wie den Lavendel, den liebe ich auch sehr. Und die Tasse habe ich auch selber getöpfert. Ja, und sowas mag ich halt auch, dass man sich das alles mal so verteilt, auch mal ein kleines Kärtchen. Vertraue dem Timing in deinem Leben. Wo ich natürlich das Haus ersteigert hatte und hier zum Anfang in die Küche kam, da sah die sehr, 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 sehr gruselig aus. Ja, die Tapete hing hier runter. Aber glücklicherweise war der Boden sehr gut konserviert, sagen wir es mal so. Da war Zeitungspapier drauf und Linoleum und den musste man natürlich sehr, sehr mühselig abkratzen. Das war echt eine Heidenarbeit. Aber ich denke, es ist jetzt ganz schön geworden und das liebe ich so, diese Kombi zwischen alt und neu und diesem ganz klaren Landhausstil, wie ich finde. Dann kommt man mit in den nächsten Raum und das war auch die Wohnstube vom Bahnhofswärter. Und das ist dann mit dem Umbau auch alles so geblieben. Wieder die Fenster, das kleine Highlight. Und die waren halt sehr, sehr speziell, weil man da den Denkmalschutz auch mit beachten muss. Und ja, die sind natürlich auch sehr kostenintensiv. Die Fenster allein mit dem Dach, das waren schon so ca. 100.000 Euro. Die sind vom Tischler maßangefertigt, so wie es wirklich mal ganz, ganz ursprünglich war, um 1900. Ja, und das hier ist natürlich auch im Winter mein absoluter Lieblingsplatz, weil ich hier einfach nur gerne immer vorm Ofen sitze. Und das ist eigentlich ein Werkstattofen. Der macht super schnell Wärme, zieht die kalte Luft unten an und pustet die hier oben raus. Und mit ganz, ganz wenig Holz kriegt man die ganz obere Etage hier ja, ganz schnell aufgeheizt. Braucht man gar nicht so viel. Den Ofen, eine Tasse Tee und den Ausblick. Ja, und jetzt kommt mal mit. Ich zeige euch mal noch meine Mitbewohner. Die nisten hier in der Zwischenwand zwischen Haupt- und Nebengebäude. Und wenn ihr ganz leise seid, dann hört ihr die auch. Das finde ich total süß. Und dann gehen wir mal über in das Wohnzimmer. Ja, das ist noch sehr, sehr leer, aber die Deko kommt mit dem Leben. Und ich finde das so ganz clean, finde ich das auch noch ganz toll. Die Wandgestaltung hat für mich so ein bisschen was Spirituelles, was Mallorquinisches, was ganz Leichtes, ein Urlaubsfeeling. Und so zieht sich das ja durch die ganzen Wohnräume, dass ich das alles wirklich vom Bauchgefühl her gestaltet habe. Das ist auch hier sehr, sehr schön. Hier geht die Sonne auf und hier geht die Sonne unter und das ist auch einfach herrlich. Man guckt hier einfach aus diesen wundervollen Fenstern und kann die Natur genießen. Hier habe ich mir ein ganz tolles Plätzchen auch erschaffen. Hier praktiziere ich selber für mich Yoga und meditiere hier auch sehr, sehr gerne frühs und abends, aber auch in der Gruppe zusammen mit anderen.
Ja, und hier sind wir in eins von meinen Bädern und das ist mein morgendliches Bad. Und das habe ich so in der Bauphase entschieden, dass ich das schwarz-weiß mache, weil das so ein bisschen Fokus hat. Hier habe ich auch so ein kleines Highlight mit eingebaut, so einen kleinen beleuchteten Fächer. Und was auch ganz toll ist, ist der Ausblick hier raus. Da kann man so tief in die Dankbarkeit gehen. Ich kann meine Pferde hier begrüßen und das ist einfach wunderschön. Das ist das ehemalige Wartehäuschen und das hatte hier alles seinen Anfang und das war auch alles gar nicht so einfach. Kommt mal mit rein. Das war ja alles, ja, man kann es so sagen, eine Bruchbude. Es war staubig, es war dreckig. Ich habe hier angefangen, mir erstmal einen Raum herzurichten. Ich hatte nur den einen Ofen, es war Winter, es war kalt, minus 22 Grad, das durfte ich miterleben. Und die Fenster waren auch noch einfach verglast und es war bitter, bitter, bitter kalt. Ich habe echt schon überlegt, mir eine Schlafmütze aufzusetzen. Und ja, es war trotzdem schön und ich war erstmal hier auf der Baustelle und das war so dieser ganz Anfang. Mir war ja hier auch klar, nach diesem ersten Entkernen, was ich ganz viel alleine gestemmt habe, dass ich natürlich auch Handwerker brauche. Und das ist auch eine kleine Herausforderung. Nicht jeder hat da Lust drauf, auf schiefe Wände und auf meine Visionen und Ideen, die ich so habe. Aber trotzdem, wir haben uns zusammengefunden und haben was Schönes draus gezaubert. Ja, und hier sind wir im Treppenhaus und die Treppe habe ich, ja, ganz viel selber gemacht, abgeschliffen, gestrichen. Die Handläufe mussten erneuert werden, das hat ein Tischler gemacht. Und das habe ich hier auch ganz bewusst ein bisschen alt gelassen, damit ja, dieser Kontrast auch ein bisschen zu sehen ist. Und ich bin sehr dankbar für diese über 100-jährige alte Treppe. Die Wand, da habe ich mich für diese Fototapete entschieden, die aus 2 Bahnen angefertigt wird. Extra Maß angefertigt, da gibt man dann die Höhe an. Und es war schon sehr kostenintensiv. Also diese 2 Bahnen, die haben schon so ca. 700 € gekostet. Und ich finde, das passt aber ganz gut rein, das Moderne hier. Jetzt gehen wir mal zu einem von meinen Lieblingsplätzen. Das ist hier mein Feierabendbad. Ich habe ja Morgenbad und das ist hier so mein Bad für abends und auch für sonntags. Hier liege ich gerne in der Badewanne und gucke gerne sonntags den Tatort. Hier im ehemaligen Kartenverkauf habe ich mir so ein kleines Lädchen erschaffen mit ganz tollen Seelenschmeichler, die ich natürlich selber auch gerne liebe und nutze. Das ist alles auch mit ganz viel Liebe hergestellt. Immer mal eine schöne Karte zu verschenken. Und Obst aus der Region habe ich dann da. Ja, einen schönen Tee, eine schöne Schokolade. Alles, was ich selber auch gern so mag. Ja, und da freue ich mich natürlich immer gern mal über einen Besuch. Das war die Roomtour hier auf meinem Remushof und ich hoffe, dass es euch sehr gefallen hat. Und wenn ihr noch mehr Folgen sehen wollt, dann klickt hier oder hier. Ja, vielen lieben Dank.